Wie kannst du über dein Wochenende sprechen? Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Deutsch-Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr, heute wieder gemeinsam zu sprechen. Ja, total, das macht jedes Mal Spaß. Vielleicht stellen wir uns kurz ein wenig persönlicher vor, damit neue Hörer uns kennen. Gerne fang du an, Markus. Okay, also, ich bin 32 Jahre alt, mag Wandern, Fotografie und guten Kaffee. Lecker, Kaffee ist auch meine heimliche Liebe. Und wie verbringst du sonst deine Freizeit, Sarah? Ich lese gern Fantasy-Romane und spiele Klavier, wenn ich Zeit habe. Das klingt entspannt. Ja, Musik beruhigt mich immer nach einem langen Unterrichtstag. Perfekt. Dann kommen wir zum Thema dieser Folge. Genau, heute wollen wir über das Wochenende sprechen. Ein super Thema, weil alle Lernenden darüber reden können. Richtig, jeder hat ein Wochenende, egal ob kurz oder lang. Wir zeigen euch, wie ihr einfache Sätze dazu bildet. Und wir teilen auch ein paar eigene Erlebnisse, damit es lebendig wirkt. Bevor wir starten, Sarah, wie war eigentlich dein letztes Wochenende? Oh, mein Wochenende war ruhig, aber sehr schön. Erzähl doch mehr, bitte. Freitagabend habe ich nach der Schule einfach Pizza bestellt und eine Serie geschaut. Das klingt nach dem perfekten Start in den Feierabend. Ja, ich war wirklich müde und brauchte nichts Großes. Kann ich verstehen, bei mir war es ähnlich. Was hast du gemacht, Markus? Ich habe nach der Arbeit einen kurzen Spaziergang gemacht und dann gekocht. Was gab es Leckeres? Ein schnelles Gemüse-Curry. Sehr einfach, aber gesund. Lecker, das muss ich probieren. Sehr gerne, ich schicke dir das Rezept später. Danke, das wäre super. Also, wir haben jetzt schon locker begonnen. Genau, und ihr merkt, wir benutzen einfache Sätze. Ihr könnt vieles sofort nachsprechen. Vielleicht hört ihr die Folge zweimal, um alles zu üben. Gute Idee. So, zurück zum Ablauf. Wir starten gleich mit Freitagabend, dann Samstag, dann Sonntag. Dazwischen geben wir Fragen und nützliche Wörter für euch. Wir wollen, dass ihr aktiv mitdenkt. Genau, stellt euch vor, ihr sprecht mit Freunden. Oder ihr fragt Kollegen am Montagmorgen, was sie erlebt haben. Das passiert in Deutschland sehr oft am Kaffeeautomaten. Stimmt, Smalltalk über das Wochenende verbindet. Und es ist leicht, weil das Thema persönlich ist. Okay, ich glaube, die Hörer sind bereit. Dann lass uns starten. Das war unsere kleine Vorstellung und Einstimmung. Im nächsten Teil sprechen wir detailliert über Freitagabend. Bleibt dran, es wird praktisch und lustig. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Markus, hast du vielleicht noch einen kurzen Tipp für unsere Anfänger, bevor wir weitergehen? Ja, hört aktiv zu und wiederholt laut, was wir sagen. Das hilft beim Sprechen und beim Trainieren der Aussprache. Ihr könnt auch pausieren und eure eigenen Beispiele bilden. Vielleicht sagt ihr laut, was ihr letzten Sonntag gegessen habt. Genau. Oder welchen Film ihr am Freitag geschaut habt. Markus, erinnerst du dich an dein erstes Gespräch über das Wochenende auf Deutsch? Oh ja, das war in der Universität mit einer Austauschstudentin aus Spanien. Und, war es leicht oder schwer? Ich habe viele Fehler gemacht, aber wir haben gelacht. Und das half mir. Das zeigt, Fehler sind normal und kein Grund für Angst. Absolut. Wichtig ist, weiter zu sprechen und Spaß zu haben. Ich denke, unsere Zuhörer finden das beruhigend. Vielleicht schreibt ihr uns eure lustigste Fehlergeschichte, das wäre toll. Ja, wir lesen solche Geschichten sehr gern. Okay, jetzt aber wirklich genug der Vorrede. Stimmt, lass uns in den Freitagabend eintauchen. Ich bin bereit. Und ich erst. Kurzer Hinweis, wir nutzen das Präteritum selten, sondern das Perfekt. Genau, das Perfekt ist im Alltag viel üblicher. Zum Beispiel, ich habe gegessen, ich bin gefahren, ich habe geschlafen. Gut, merkt euch diese Struktur, wir wiederholen sie oft.
Feierabend und erste Pläne. Willkommen zurück zum zweiten Teil, unserem Freitagabend. Ja, jetzt geht es um den Moment nach der Arbeit. Genau, wir alle kennen das Gefühl, wenn die Uhr 5 zeigt. Dann möchte man nur noch sagen, ich habe Feierabend. Vielleicht hören unsere Hörer dieses Wort heute zum ersten Mal. Feierabend bedeutet, die Arbeit ist vorbei. Man kann entspannen. Richtig. Und jeder hat eigene Rituale, wenn er heimkommt. Markus, wann hast du letzten Freitag Feierabend gemacht? Ich habe um 5:30 den Computer heruntergefahren. Und was hast du als erstes getan? Ich habe tief geatmet, dann die Jacke angezogen und das Büro verlassen. Klingt gut, ein kleiner Moment nur für dich. Ja, danach bin ich zur U-Bahn gelaufen. War es voll? Leider ja. Viele Menschen wollen gleichzeitig nach Hause. Das kenne ich, die Straßenbahn in Köln ist freitags auch voll. Wie spät hast du Feierabend? Meistens um 16:30 Uhr. Ah, etwas früher, nett. Ich brauche aber noch 20 Minuten, um heimzufahren. Und was machst du, wenn du ankommst? Zuerst ziehe ich bequeme Kleidung an. Oh ja, Jogginghose ist Pflicht. Dann trinke ich ein Glas Wasser und atme durch. Unsere Lernenden können diese Sätze direkt nutzen. Stimmt, lasst uns ein paar Beispielsätze geben. Ich habe um 17 Uhr Feierabend gemacht. Nach der Arbeit bin ich nach Hause gefahren. Zu Hause habe ich zuerst geduscht. Dann habe ich Pizza bestellt. Wie wäre es mit einer Frage, Sarah? Gerne, ich frage, wann bist du gestern nach Hause gekommen? Gute Frage. Ich kam gegen 7 an. Liebe Zuhörer, ihr könnt diese Frage eurem Partner stellen. Oder ihr schreibt die Antwort in euer Lerntagebuch. Markus, planst du deinen Freitagabend oder entscheidest du spontan? Meistens plane ich grob, aber Details entstehen spontan. Erzähl ein Beispiel. Letzten Freitag wollte ich kochen, dann rief ein Freund an. Wir sind plötzlich in ein neues Burgerlokal gegangen. Das klingt lecker. War es auch, der Veggie-Burger war fantastisch. Ich entscheide oft spontan, welche Serie ich schaue. Welche Serie war es letzten Freitag? Ich habe die erste Folge von Lupin gesehen. Oh, französische Spannung, sehr cool. Danke, ich mag die Sprache und die Geschichte. Liebe Hörer, ihr könnt jetzt üben. Was habt ihr nach der Arbeit gemacht? Stoppt den Podcast kurz und antwortet laut. Genau, sprecht wirklich laut, das hilft. Okay, weiter, Markus. Hast du am Freitag Sport gemacht? Nein, ich war zu müde, ich habe nur gedehnt. Verstehe, ich auch nicht. Nur Sofa und Tee. Manchmal ist Ruhe die beste Aktivität. Genau, unser Tipp Nummer 1. Hör auf deinen Körper. Tipp 2. Plane nicht zu viel, lass Platz für Überraschungen. Und Tipp 3. Nutze einfache Sätze, wenn du darüber erzählst. Zum Beispiel, ich bin um 8 nach Hause gekommen. Oder ich habe Pasta gekocht und einen Film gesehen. Sehr gut. Das verstehen auch A2-Lernende. Sollen wir ein kleines Rollenspiel machen? Ja, ich stelle die Frage, du antwortest. Wann hast du gestern gearbeitet? Ich habe bis 5 gearbeitet. Und was hast du danach gemacht? Ich habe meinen Bruder angerufen und wir haben gechattet. Perfekt, liebe Zuhörer. Dort seht ihr Frage und Antwort. Ihr könnt jetzt Partner A oder B sein und üben. Vielleicht im Deutschkurs oder mit einem Freund. Wenn niemand da ist, sprecht mit euch selbst. Ich mache das oft im Auto, es hilft wirklich. Markus, hast du am Freitag noch eingekauft? Ja, ich brauchte Brot und Milch. Hast du den Satz gehört, liebe Lernende? Ich brauchte Brot und Milch. Das ist Präteritum, weil das Verb brauchen oft so kommt. Aber ihr könnt auch sagen, ich habe Brot und Milch gebraucht. Sehr gut, beide Formen funktionieren. Zum Schluss dieses Kapitels ein Mini-Quiz. Frage 1. Wann hast du gestern Feierabend gemacht? Frage 2. Was hast du gleich danach gemacht?
beantwortet laut: Wir warten kurz. Super, wir hoffen, ihr habt die Antworten gesagt. Wenn nicht, kein Problem, probiert es noch einmal. Damit endet unser Freitagabend-Teil. Im nächsten Kapitel geht es um den Samstag. Bleibt dran. Samstag. Aktivitäten und Erlebnisse. Willkommen zurück. Jetzt kommt der Samstag, der Lieblingstag vieler Menschen. Ja, endlich ausschlafen und viele Optionen für Abenteuer. Sarah, stehst du am Samstag früh oder spät auf? Meistens stehe ich um 8 auf, das ist für mich spät. Ich schlafe gern länger, manchmal bis 9 oder halb 10. Was ist dein erstes Samstagritual? Ich mache frischen Kaffee, öffne das Fenster und höre leise Musik. Klingt gemütlich. Ich strecke mich erst, trinke Wasser und lese Nachrichten. Viele Lernende fragen, wie man über solche Gewohnheiten spricht. Stimmt. Ein Beispiel. Ich habe lange geschlafen, dann habe ich gefrühstückt. Oder ich bin früh aufgestanden und zum Markt gegangen. Gute Idee, Märkte sind samstags lebendig. Letzten Samstag war ich wirklich auf dem Wochenmarkt. Was hast du dort gekauft? Frisches Gemüse, Erdbeeren und ein Stück Käse. Lecker, hast du später gekocht? Ja, ich habe ein Ratatouille gemacht, sehr bunt. Magst du kochen am Samstag? Ja, es entspannt mich. Und du? Kochst du? Manchmal, aber oft gehe ich joggen, bevor ich koche. Oh, wie weit läufst du? Etwa 5 Kilometer, langsam, nur zum Spaß. Das motiviert vielleicht unsere Hörer. Ja, Sport ist auch gut für die Sprache, man denkt klarer. Stimmt, danach kann man leichter Vokabeln lernen. Welche anderen Aktivitäten magst du am Samstag? Ich fotografiere gern in der Stadt. Letzten Samstag war ich im Park. Hast du gute Bilder gemacht? Ja, die Blumen blühten. Das Licht war perfekt. Schön. Ich war letzten Samstag einkaufen. Die Stadt war voll. Hast du etwas Besonderes gefunden? Ja, ein neues Kleid im Sommerschlussverkauf. Glückwunsch! War es teuer? Nein, es war reduziert. Nur 20 Euro. Super Schnäppchen! Unsere Lernenden können das Wort Rabatt notieren. Genau, Rabatt bedeutet Preisnachlass. Fragen wir die Hörer. Was habt ihr letzten Samstag gekauft? Antwortet gern laut oder schreibt es auf. Ich bin auch kurz im Fitnessstudio gewesen. Echt? Welche Übungen hast du gemacht? Ich habe Gewichte gehoben und auf dem Laufband gelaufen. Cool, ich wäre nach dem Joggen zu müde. Ich hatte danach Muskelkater, aber es lohnt sich. Samstag ist auch Putztag für viele Familien. Oh ja, Hausarbeit darf man nicht vergessen. Ich habe das Bad geputzt und Staub gesaugt. Ich habe nur die Küche gewischt. Der Rest wartet. Manchmal reicht ein Teil. Hauptsache, es wird sauber. Genau. Später am Tag treffen sich viele mit Freunden. Stimmt, was hast du abends gemacht? Ich habe 2 Freunde getroffen und wir haben Brettspiele gespielt. Welches Spiel? Carcassonne, kennst du es? Ja, macht Spaß. Ich habe abends nur gelesen. Welches Buch? Ein Fantasy-Roman. Titel Der dunkle Pfad. Interessant. Hast du lange gelesen? Bis 11. Dann war ich müde. Ich war erst um 12 im Bett. Wir geben jetzt ein paar nützliche Fragen. Was hast du am Samstagmorgen gemacht? Bist du am Samstag ausgegangen? Hast du Sport getrieben? Hast du Freunde getroffen? Und nun mögliche Antworten. Ich bin ins Kino gegangen. Ich habe Kuchen gebacken. Ich habe meine Eltern besucht. Ich habe den ganzen Tag gefaulenzt. Wichtig ist das perfekt. Ich habe besucht. Ich bin gegangen. Man merkt, Bewegung nutzt sein, alles andere haben. Genau, ich bin gelaufen, ich habe gelesen. Kleine Übung für euch. Bildet 3 Sätze über euren letzten Samstag. Drückt jetzt Pause und sprecht laut. Willkommen zurück, wir hoffen, es hat geklappt. Wenn ihr Fehler macht, macht weiter. Perfekt ist nicht nötig. Sarah, gehen wir noch kurz auf Ausflüge ein? Sehr gern. Letzten Monat bin ich an einem Samstag ans Meer gefahren.
Oh, erzähl mir, das klingt spannend. Ich bin früh losgefahren, 3 Stunden im Auto. War der Verkehr schlimm? Nein, alles frei. Am Strand habe ich Muscheln gesammelt. Hast du auch gebadet? Ja, das Wasser war kalt, aber erfrischend. Solche Geschichten machen Sprache lebendig. Liebe Hörer, erzählt auch eure Ausflugsgeschichten. Schreibt sie auf oder teilt sie mit einem Lernpartner. Eine Frage zum Schluss. Plant ihr euren Samstag oder entscheidet ihr spontan? Denkt kurz nach und antwortet jetzt laut. Sehr gut, wir hören euch zwar nicht, aber wir glauben an euch. Ich glaube, wir haben den Samstag gut abgedeckt. Ja, von Markt bis Strand war alles dabei. Im nächsten Kapitel schauen wir auf den Sonntag, den Ruhetag. Bleibt dran, gleich geht es weiter. Sonntag, Ruhe und Vorbereitung. Guten Morgen zum nächsten Teil. Wir sind beim Sonntag angekommen. Ja, der berühmte Ruhetag in Deutschland. Viele Geschäfte sind geschlossen, die Straßen sind ruhig. Das hilft, wirklich abzuschalten. Wie sieht dein typischer Sonntag aus, Sarah? Ich stehe etwas später auf, so gegen 9 Uhr. Frühstückst du sofort? Nein, zuerst mache ich Yoga im Wohnzimmer. Nur 20 Minuten, um wach zu werden. Oh, klingt sehr gesund. Danach gibt es ein großes Frühstück mit Rührei, Obst und Tee. Ich frühstücke sonntags auch gern, ausgiebig, manchmal Croissants und Marmelade. Lecker, das riecht bestimmt fantastisch. Ja, der Duft bringt gute Laune. Später rufe ich oft meine Eltern an. Familienzeit ist wichtig. Ich treffe meine Eltern manchmal zum Mittagessen. Kocht ihr zusammen? Ja, wir kochen einfache Gerichte, zum Beispiel Kartoffelsuppe. Klingt gemütlich. Bei mir gibt es oft einen Sonntagsbraten, wenn ich zu Hause bin. Für viele Hörer ist das vielleicht neu. In Deutschland essen manche Familien traditionell warm zu Mittag. Genau, am Sonntag hat man Zeit dafür. Nach dem Essen gehe ich gern spazieren. Das mache ich auch, meist im Park oder am Fluss. Die frische Luft hilft, den Kopf frei zu bekommen. Absolut. Liebe Zuhörer, ihr könnt den Satz üben. Ich bin am Sonntag spazieren gegangen. Oder ich habe am Sonntag einen langen Spaziergang gemacht. Bringt Abwechslung in eure Berichte? Manche Menschen besuchen auch Gottesdienste oder gehen in die Kirche. Stimmt, das ist für viele Teil der Routine. Andere machen ihre Hobbys, malen, lesen, Musik hören. Ich spiele manchmal Gitarre und singe leise vor mich hin. Das wusste ich gar nicht, Markus. Ja, es ist mein kleines Geheimnis. Vielleicht spielst du uns irgendwann etwas vor. Wer weiß, vielleicht in einer Sonderfolge. Sonntag ist auch Vorbereitungstag für die neue Woche. Genau, ich schreibe gern eine To-Do-Liste für Montag. Ich plane meine Unterrichtsstunden und kaufe Lebensmittel für die Woche. Einkaufen geht aber nur im Spätkauf oder am Bahnhof, richtig? Ja, normale Supermärkte haben zu. Das müssen unsere Hörer wissen. Deshalb kauft man oft schon am Samstag ein. Guter Tipp: Am Samstagabend sind die Geschäfte sehr voll. Planung spart Stress. Was machst du Sonntagabends? Ich bereite mein Outfit für Montag vor und koche ein leichtes Abendessen. Ich auch. Danach schaue ich vielleicht einen Film. Welchen hast du letzten Sonntag gesehen? Ich habe Forrest Gump geschaut, ein Klassiker. Ich liebe die Musik in diesem Film. Ja, sehr schön. Danach gehe ich früh ins Bett, so gegen 10. Ich lese meist noch ein paar Seiten und schlafe dann ein. Liebe Hörer, ihr könnt nun überlegen, wie sieht euer Sonntag aus? Lasst uns gemeinsam 3 Leitfragen formulieren. Erstens, was hast du am Sonntagmorgen gemacht? Zweitens, mit wem hast du Zeit verbracht? Drittens, wie hast du dich auf die neue Woche vorbereitet? Stoppt kurz, antwortet laut oder schreibt es auf. Willkommen zurück, super gemacht. Markus, manche Lernende fragen nach typischen Sonntagswörtern. Wir sammeln ein paar.
Der Spaziergang, das Mittagessen, die Zeitung, die Ruhe. Auch wichtig. Ausschlafen, entspannen, planen, telefonieren. Notiert die Wörter und bildet kleine Sätze. Zum Beispiel, ich habe am Sonntag lange ausgeschlafen. Oder ich habe meine Großeltern angerufen. Markus, erinnerst du dich an einen besonderen Sonntag aus deiner Kindheit? Ja, als ich 10 war, sind wir im Winter rodeln gegangen. Oh, Schnee und Schlitten. Toll. Wir sind den ganzen Tag den Hügel hinuntergefahren. Danach gab es Kakao. Das klingt warm und glücklich. Solche Erinnerungen geben dem Sonntag einen besonderen Zauber. Ich erinnere mich an Sonntage mit Familienbrettspielen. Welches Spiel habt ihr gespielt? Meist Mensch, ärgere dich nicht, das kennen viele. Klassiker. Da kann man sich gut ärgern und lachen. Genau, es gehört dazu. Liebe Hörer, vielleicht habt ihr auch Traditionen. Teilt sie gern mit euren Lernpartnern, das motiviert. Ein Hinweis zu den Zeiten: Wir nutzen wieder das Perfekt. Zum Beispiel, ich habe gebacken, ich bin gelaufen, ich habe gelesen. Bewegung und Ruhe wechseln sich ab, das merkt ihr sicher. Markus, findest du, Sonntag sollte immer arbeitsfrei sein? Ich denke ja. Ein Tag Pause tut der Seele gut. Ich stimme zu, ein ruhiger Tag hilft beim Kraftsammeln. Und er gibt Raum für Familie und Freunde. Oder für sich selbst, wenn man Zeit allein braucht. Ganz wichtig: Beides ist erlaubt. Hör einfach auf dein Gefühl. Damit nähern wir uns dem Ende des Sonntagskapitels. Ja, wir haben viel über Entspannung und Planung gesprochen. Im nächsten Kapitel zeigen wir, wie ihr über euer Wochenende fragt und reagiert. Bleibt also unbedingt dabei. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Bis gleich. Fragen und Reaktionen. Willkommen zurück. Jetzt üben wir das Fragen über das Wochenende. Ja, Smalltalk beginnt oft mit einer einfachen Frage. Zum Beispiel: Wie war dein Wochenende? Oder etwas genauer, was hast du am Samstag gemacht? Wir spielen das kurz durch, okay? Gerne, ich frage zuerst. Markus, wie war dein Wochenende? Es war sehr schön, danke. Ich war am See und habe gelesen. Klingt toll. War das Wasser warm? Nicht wirklich, aber die Sonne war stark. Ah, verstehe. Reagieren ist wichtig, liebe Hörer. Nutzt kleine Wörter wie echt, wirklich, super. Oder ihr könnt sagen: Das klingt spannend oder oh, interessant. Jetzt stelle ich eine genauere Frage. Wann bist du am Sonntag aufgestanden? Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. Früh für einen Sonntag. Ja, ich wollte den Tag nutzen. Hier seht ihr, ich habe überrascht reagiert. Das macht das Gespräch lebendig. Richtig. Jetzt frage ich dich, Sarah. Hast du am Samstag Sport gemacht? Ja, ich bin 5 Kilometer gejoggt. Wow, Respekt. Bist du schnell gelaufen? Nein, eher gemütlich, aber es tat gut. Ich antworte wieder mit Respekt und einer Folgefrage. So bleibt das Gespräch fließend. Ein nützlicher Satz ist auch, wirklich? Erzähl mehr. Das zeigt echtes Interesse. Probieren wir es. Sarah, du hast Pizza gebacken, richtig? Ja, am Freitagabend. Wirklich? Erzähl mehr. Ich habe einen dünnen Teig gemacht und viel Gemüse draufgelegt. Dazu gab es Mozzarella. Lecker. Hast du ein Rezept benutzt? Nein, ich habe improvisiert. Super Idee. Liebe Hörer, merkt euch Folgefragen wie: Mit wem? Wann? Wo? Diese W-Fragen öffnen das Gespräch. Hier eine Liste einfacher Reaktionen. Erstens, echt? Zweitens, oh cool. Drittens, das glaube ich. Viertens, klasse. Fünftens, wie war das? Übt sie laut. Vielleicht jetzt gleich.
Drückt Pause, sprecht, kommt zurück. Willkommen zurück. Jetzt ein kurzes Rollenspiel. Ich bin Person A, du Person B. Los geht's. Hallo Sarah, wie war dein Wochenende? Es war ruhig. Ich habe viel gelesen. Oh, was hast du gelesen? Einen Krimi von Nele Neuhaus. Interessant. War er spannend? Ja, ich konnte nicht aufhören. Klingt super. Empfiehlst du das Buch? Auf jeden Fall. Danke. So endet ein kurzer, natürlicher Dialog. Jetzt seid ihr dran. Bildet zu zweit ähnliche Gespräche. Wenn ihr allein seid, nehmt beide Rollen. Wichtig ist, laut zu sprechen und zu reagieren. Ein weiterer Tipp? Spiegeln. Wenn jemand sagt, ich war schwimmen, antwortet, du warst schwimmen? Toll. Dadurch zeigt ihr, dass ihr richtig zuhört. Noch ein Beispiel mit leichtem Widerspruch. Gern, ich beginne. Ich habe am Samstag 5 Stunden Serien geschaut. Oh, wow, 5 Stunden? Das wäre mir zu lang. Stimmt, es war vielleicht etwas viel. Aber wenn es dich entspannt, warum nicht? Danke für das Verständnis. Hier seht ihr, man kann höflich anderer Meinung sein. Einfach ich finde oder für mich nutzen. Zum Beispiel, für mich ist das zu lang, aber ich verstehe dich. Sehr freundlich und respektvoll. Zum Abschluss dieses Kapitels geben wir euch 3 Mini-Aufgaben. Aufgabe 1. Fragt einen Freund, wie sein Wochenende war. Aufgabe 2. Reagiert mit mindestens 2 kurzen Ausrufen. Aufgabe 3. Stellt eine Folgefrage mit wann oder warum. Probiert das heute noch aus. Wir sind gespannt auf eure Berichte. Schreibt sie gern auf oder sprecht darüber. Im nächsten Teil fassen wir alles zusammen und geben eine kleine Übung. Bleibt also dran. Bis gleich. Kurze Zusammenfassung und Übung. So, Markus, wir haben jetzt viel über das Wochenende gesprochen. Stimmt. Freitagabend, Samstagabenteuer und der ruhige Sonntag. Ich finde, es ist Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Gute Idee. Lass uns die wichtigsten Punkte kurz wiederholen. Erstens, nutzt das perfekt, wenn ihr über das Wochenende redet. Zum Beispiel, ich habe Pizza gegessen oder ich bin geschwommen. Zweitens, stellt offene W-Fragen, damit das Gespräch läuft. Wie zum Beispiel, was hast du gemacht? Mit wem warst du unterwegs? Drittens, reagiert aktiv mit kleinen Ausdrücken wie echt, oh ja, klasse. Das macht den Smalltalk lebendig und freundlich. Viertens, erzählt persönliche Details, das schafft Nähe. Und vergesst nicht, Fehler sind erlaubt. Hauptsache, ihr sprecht. Sehr schön. Jetzt eine Mini-Übung für unsere Zuhörer. Ja, ihr könnt gleich mitmachen. Aufgabe: Beschreibt euer letztes Wochenende in genau 3 Sätzen. Satz 1 über Freitag, Satz 2 über Samstag, Satz 3 über Sonntag. Zum Beispiel, ich habe am Freitag einen Film gesehen. Samstag bin ich wandern gegangen. Sonntag habe ich lange ausgeschlafen. Jetzt seid ihr dran. Drückt Pause, sprecht laut oder schreibt die Sätze. Willkommen zurück. Wir hoffen, ihr habt 3 schöne Sätze gebildet. Wenn ihr möchtet, erweitert jeden Satz um ein Detail. Zum Beispiel, ich habe am Freitag einen lustigen Film gesehen. Er hieß Coco. Oder Samstag bin ich mit meiner Schwester wandern gegangen. Es war sonnig. So werden die Sätze lebendiger. Noch ein Tipp: Lest eure Sätze laut vor, achtet auf Aussprache. Vielleicht nehmt ihr euch auf und hört es euch an. Das hilft enorm beim Lernen. Markus, wollen wir ein kurzes Beispiel gemeinsam machen? Gerne. Freitag habe ich Pasta gekocht und Musik gehört. Samstag bin ich ans Meer gefahren und habe gebadet. Sonntag habe ich meine Großeltern besucht und Kuchen gegessen. Perfekt, 3 klare Sätze. Liebe Hörer, probiert es gleich noch einmal.
Je öfter ihr übt, desto flüssiger sprecht ihr. Und teilt eure 3 Sätze mit einem Lernpartner. Oder schreibt sie auf kleine Karten und lest sie später. So festigt ihr Wortschatz und Grammatik. Wir haben jetzt die wichtigsten Lernpunkte gesammelt. Im nächsten Kapitel schauen wir, wie ihr euer Wochenende schriftlich festhalten könnt. Ein Lerntagebuch kann sehr hilfreich sein. Bleibt also dabei, es geht gleich weiter. Ich freue mich schon. Das Wochenendtagebuch. Willkommen zurück, liebe Leute. Jetzt geht es ums Schreiben. Genau, wir zeigen euch, wie ihr euer Wochenende im Lerntagebuch festhalten könnt. Ein Tagebuch hilft, Wörter zu wiederholen und Grammatik zu üben. Und ihr seht euren Fortschritt von Woche zu Woche. Sarah, wie oft schreibst du ein Tagebuch? Ich schreibe jeden Sonntagabend 3 bis 5 Sätze. Klingt machbar, nicht zu lang. Ja, so bleibt es eine kleine Routine. Was kann man reinschreiben? Erstens die wichtigsten Aktionen. Ich habe gekocht, ich bin gelaufen. Zweitens, Gefühle. Ich war froh, müde, überrascht. Drittens Pläne. Nächste Woche möchte ich mehr lesen. Gute Struktur. Wir machen direkt ein Beispiel. Sehr gern. Ich beginne mit meinem Freitag. Freitag? Ich habe nach der Arbeit Pizza bestellt. Ich war müde, aber glücklich. Samstag. Ich bin zum Markt gegangen und habe frisches Obst gekauft. Das Wetter war sonnig. Sonntag. Ich habe lange geschlafen und Yoga gemacht. Danach habe ich eine To-Do-Liste geschrieben. 3 Tage, 3 Sätze. Schnell und klar. Liebe Hörer, achtet auf das Muster. Zeitangabe. Verb Imperfekt. Detail. Zum Beispiel, Sonntagvormittag habe ich meine Eltern besucht, weil sie Geburtstag hatten. Hier seht ihr auch ein Weil. Das könnt ihr später einbauen. Aber für A2 reicht oft ein einfacher Nebensatz oder gar keiner. Richtig, haltet es simpel. Hauptsache, ihr schreibt. Welche Fehler machen Lernende oft? Viele vergessen das Partizip. Ich habe gehen statt ich bin gegangen. Oder sie mischen Zeiten. Gestern gehe ich einkaufen. Tipp: Erst Datum, dann Verbform prüfen. Und nutzt eine Checkliste. Sein Verben bei Bewegung, haben Verben bei Aktionen. Schreibt ihr auf Papier oder digital, Markus? Ich schreibe per Hand. Das verankert Wörter besser. Ich nutze manchmal das Handy, wenn ich unterwegs bin. Beides geht. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Setzt euch einen festen Termin, zum Beispiel Sonntagabend 20 Uhr. Stellt einen Wecker, wenn ihr es oft vergesst. Jetzt kleine Übung für euch. Nehmt einen Stift oder öffnet eine Notiz-App. Schreibt 3 Stichworte zu Freitag, 3 zu Samstag, 3 zu Sonntag. Stoppt kurz den Podcast, sammelt die Wörter. Willkommen zurück. Aus den Stichworten macht ihr nun ganze Sätze. Beispiel, Stichwort Kino. Satz, ich bin am Samstag ins Kino gegangen. Stichwort Oma. Satz: Ich habe meine Oma besucht und Kuchen gegessen. Sehr gut. Macht das jede Woche, dann wachsen eure Texte. Markus, lesen wir unsere 3 Tage noch einmal als kleinen Block? Gerne. Ich starte mit Freitag. Freitag. Ich habe nach der Arbeit Pasta gekocht und Musik gehört. Samstag: Ich bin 5 Kilometer gejoggt und habe ein Kleid gekauft. Sonntag. Ich habe lange geschlafen und meine nächste Woche geplant. Das war unser Mini-Tagebuch. Liebe Hörer, vergleicht eure Sätze damit, aber kopiert nicht. Schreibt authentisch, was ihr wirklich erlebt habt. Vielleicht nutzt ihr Farben für verschiedene Tage. Oder kleine Zeichnungen als Erinnerung. Ganz kreativ. Hauptsache, ihr bleibt dran. Im nächsten Kapitel sprechen wir über typische Fehler und wie ihr sie verbessert. Das wird spannend, bleibt also dran. Bis gleich.
typische Fehler und clevere Lösungen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Jetzt geht es um typische Fehler beim Erzählen vom Wochenende. Genau, wir hören diese Fehler jeden Tag im Unterricht. Fehler 1. Das Verb sein oder haben wird verwechselt. Beispiel: Viele sagen, ich habe gegangen. Richtig ist, ich bin gegangen. Merkt euch, Bewegung mit sein, Tätigkeit mit haben. Einfacher Merksatz. Ich bin gelaufen, ich habe gelacht. Fehler 2. Der Satz ohne Zeitangabe. Ohne wann ist der Satz oft unklar. Statt ich habe gekauft besser, am Samstag habe ich gekauft. Eine kleine Zeitangabe macht den Satz viel klarer. Fehler 3. Alles in einem Satz quetschen. Lange Sätze machen es schwer für Zuhörer. Unsere Empfehlung: lieber 2 kurze Sätze. Zum Beispiel: Ich bin ins Kino gegangen, danach habe ich Pizza gegessen. Perfekt. Fehler 4. Keine Reaktion im Gespräch. Der Partner erzählt und man bleibt still. Das wirkt uninteressiert. Wir haben gelernt, kleine Wörter helfen. Wirklich? Toll? Aha. Übt das jetzt kurz mit uns. Ich sage einen Satz, ihr reagiert laut. Gestern bin ich 3 Stunden gewandert. Jetzt ihr. Sagt wow oder echt? Sehr gut. Wir haben es gehört, glaube ich. Fehler 5. Falsche Wortstellung im Perfekt. Manche sagen, ich habe am Samstag in die Stadt gegangen. Richtig wäre, ich bin am Samstag in die Stadt gegangen. Position 2 braucht immer das konjugierte Verb. Also, am Samstag bin ich. Nicht am Samstag, ich bin. Fehler 6. Zu viele neue Wörter auf einmal. Nutzt lieber bekannte Wörter, sprecht flüssig. Neues Vokabular langsam einbauen. Fehler 7. Angst vor Fehlern. Das ist fast der größte Fehler. Traut euch, sprecht drauf los, Korrektur kommt später. Genau. Jetzt ein kleines Korrekturspiel. Ich lese einen falschen Satz, du verbesserst ihn. Los geht's. Ich habe am Sonntag spät aufgestanden. Richtig wäre, ich bin am Sonntag spät aufgestanden. Sehr gut. Nächster Satz, ich bin Fußball gespielt. Korrektur, ich habe Fußball gespielt. Top. Liebe Hörer, macht mit, verbessert laut. Noch 2 Sätze für euch. Erster Satz, Samstag habe ich gekocht Pizza. Denkt kurz, korrigiert. Lösung, am Samstag habe ich Pizza gekocht bzw. gebacken. Zweiter Satz, ich habe am Freitag den Film gesehen, super. Richtig wäre, ich habe am Freitag einen super Film gesehen. Sehr gut. Lasst uns ein paar Tipps sammeln, um Fehler zu prüfen. Tipp 1. Lest euren Satz laut vor, hört, ob er rund klingt. Tipp 2. Markiert Verb 1 und Partizip. Stimmt das Hilfsverb? Tipp 3. Habt ihr eine Zeitangabe genannt? Tipp 4. Fragt euch, braucht der Satz vielleicht 2 Sätze? Tipp 5. Fügt eine Reaktion ein, wenn ihr im Dialog seid. Vielleicht klingt das viel, aber Übung macht es einfach. Setzt euch ein realistisches Ziel. Einen Fehler pro Woche weniger. Ich finde das motivierend. Ich auch. Markus, hast du als Lehrer mal lustige Fehler gehört? Ich unterrichte zwar nicht, aber ich erinnere mich an einen Freund. Oh, erzähl. Er sagte einmal, ich bin gestern Bier getrunken. Wir mussten lachen, aber er merkte sich das richtige Verb sofort. Humor hilft, Fehler zu behalten, ohne sich zu schämen. Liebe Hörer, lacht über eure Fehler, das macht Lernen leicht. Zum Ende dieses Kapitels eine Mini-Challenge. Schreibt 3 falsche Sätze über euer Wochenende, dann korrigiert sie. So lernt ihr, Fehler zu erkennen und zu beheben. Drückt Pause, macht es jetzt. Willkommen zurück. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei gehabt.
Im nächsten Kapitel schauen wir, wie ihr mit Freunden auf Deutsch über zukünftige Pläne sprecht. Bleibt dran, bis gleich. Blick nach vorn, Pläne schmieden. Willkommen zum vorletzten Teil. Jetzt reden wir über das nächste Wochenende. Genau, Zukunftspläne sind ein gutes Thema für Smalltalk. Im Deutschen benutzen wir oft werden oder die Präsensform. Präsens klingt einfacher. Morgen gehe ich ins Kino. Oder am Samstag werde ich meine Freunde treffen. Markus, hast du schon etwas geplant? Ein bisschen. Freitagabend werde ich vermutlich kochen. Was willst du kochen? Ich denke an Thai Curry. Es ist schnell und lecker. Klingt gut. Und Samstag? Samstag plane ich eine kleine Radtour an die Isar. Wie weit ist das? Ungefähr 20 Kilometer hin und zurück. Wow, sportlich. Bist du vorbereitet? Ich pumpe morgen die Reifen auf und packe Wasser ein. Sehr vernünftig. Liebe Zuhörer, achtet auf klare Verben. Ich plane, ich werde. Sarah, was wirst du machen? Ich habe noch keinen festen Plan, aber ich möchte ins Freibad gehen. Wird das Wetter gut? Die Vorhersage sagt Sonne und 28 Grad. Perfekt fürs Schwimmen. Hast du eine Begleitung? Ja, eine Kollegin kommt vielleicht mit. Vielleicht? Dann sagst du, sie kommt vielleicht mit. Stimmt, danke für die Klarstellung. Unsere Hörer können jetzt üben. Ich werde vielleicht... Oder ich möchte gern, zattern. Noch ein Beispiel. Am Sonntag werde ich ausschlafen. Oder Sonntag treffe ich meine Familie. Wir zeigen wieder einen Mini-Dialog. Ich frage dich wie ein Kollege am Mittwoch. Hey Markus, hast du Pläne fürs Wochenende? Ja, ich werde eine Ausstellung besuchen. Cool. Welche Ausstellung? Fotografie im Stadtmuseum. Klingt spannend. Viel Spaß. Danke. Und du? Ich werde meine Eltern zum Grillen einladen. Lecker, ich liebe Grillgemüse. Du bist auch eingeladen, wenn du magst. Oh, das ist lieb. Ich melde mich noch. So endet ein nettes Zukunftsgespräch. Jetzt ein paar wichtige Wörter zum Planen. Vorhaben, planen, hoffen, vielleicht, sicher, wahrscheinlich. Setzt sie in kurze Sätze. Zum Beispiel, ich habe vor, ins Theater zu gehen. Oder wahrscheinlich bleibe ich zu Hause. Wir geben euch wieder eine Übung. Aufgabe. Macht 2 Sätze über feste Pläne und einen über eine Idee. Beispiel, Samstag besuche ich meine Tante. Sonntag werde ich joggen. Vielleicht kaufe ich neue Schuhe. Drückt Pause, bildet eure Sätze, sprecht laut. Willkommen zurück. Gut gemacht. Jetzt sprechen wir kurz über Frageformen für Pläne. Was machst du am Freitag? Klingt locker. Wirst du am Wochenende arbeiten? Etwas formeller. Hast du Lust mitzukommen? Sehr einladend. Liebe Hörer, probiert diese Fragen in eurem Alltag aus. Ein kleiner Tipp. Nutzt vielleicht, wenn ihr nicht sicher seid. Zum Beispiel, vielleicht gehen wir ins Café? So klingt ihr höflich und offen. Man kann auch sagen, ich bin mir noch nicht sicher. Das zeigt Ehrlichkeit. Sarah, hast du schon Kinokarten reserviert? Noch nicht, ich warte bis Donnerstag. Dann sag, ich werde die Karten am Donnerstag kaufen. Guter Hinweis, so nutze ich Futur oder Präsens klar. Zum Schluss dieses Kapitels noch 3 Satzmuster. Erstens, am Freitag mache ich, geht nicht. Zweitens, Samstag werde ich. Dritten Sonntag möchte ich, Interessiert? Schreibt sie jetzt mit euren eigenen Inhalten. Damit seid ihr bereit für jeden Montagmorgen-Chat. Im nächsten und letzten Kapitel fassen wir alles zusammen und verabschieden uns. Bleibt dran, es lohnt sich. Gemeinsamer Abschluss und Ausblick. So, Sarah, ich glaube, wir haben viele Tipps gegeben.
Ja, ich finde auch, wir sind einmal durch das ganze Wochenende gereist. Von Feierabendpizza bis Sonntagsplanung und Zukunftspläne. Genau. Ich denke, das ist ein guter Moment, um einen Bogen zu schließen. Stimmt. Möchtest du vielleicht alles kurz zusammenfassen? Sehr gern. Ich versuche es in wenigen Sätzen. Also, wir haben gezeigt, wie ihr auf Deutsch locker über euer Wochenende sprecht. Erst kam der Freitagabend mit dem Wort Feierabend. Wir haben erklärt, wie ihr einfache Perfektsätze bildet, zum Beispiel: Ich habe gegessen, ich bin gefahren. Dann haben wir den Samstag erforscht. Markt, Sport, Kochen, Ausflüge. Ihr habt gelernt, passende Fragen zu stellen und lebendig zu reagieren. Am Sonntag stand Ruhe im Mittelpunkt. Wir haben über Familie, Spaziergänge und Planung gesprochen. Danach haben wir euch gezeigt, wie ihr Fragen stellt und mit kleinen Ausrufen natürlich reagiert. Im Tagebuchkapitel habt ihr erfahren, wie man in 3 klaren Sätzen sein Wochenende festhält. Wir haben typische Fehler korrigiert: sein oder haben, Wortstellung, fehlende Zeitangaben. Schließlich haben wir euch das Planen für das nächste Wochenende beigebracht, mit Präsens und Futur und nützliche Wörter wie vielleicht oder wahrscheinlich vorgestellt. Das Wichtigste: macht kurze, klare Sätze, stellt W-Fragen, reagiert aktiv und habt keine Angst vor Fehlern. Sehr schön zusammengefasst. Danke dir. Das war wirklich alles Wesentliche. Gern geschehen. Hat Spaß gemacht, das noch einmal gebündelt zu sehen. Mir auch. Dann kommen wir wohl zum Abschiedsteil. Ja, leider. Aber ich bin auch froh, weil wir viel Input gegeben haben. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid. Es war wirklich schön, euch gedanklich dabei zu haben. Wir hoffen, ihr konntet mitsprechen, lachen und etwas Neues lernen. Wenn euch die Folge gefallen hat, übt direkt heute noch eure 3 Wochenendsätze oder fragt einen Freund nach seinen Plänen. So bleibt alles frisch im Kopf. Und wenn ihr mal hängen bleibt, hört die Folge gern noch einmal. Wiederholung hilft immer. Stimmt absolut. Ich fand es auch toll, deine persönlichen Geschichten zu hören, Sarah. Danke, Markus, deine Radtour-Idee motiviert mich sehr. Vielleicht fahre ich ja wirklich vorbei, wenn du im Freibad bist. Das wäre lustig. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. So, dann sagen wir beide Tschüss. Oder? Ja. Tschüss, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, bleibt motiviert und habt ein schönes Wochenende, wann immer es für euch beginnt. Ich schließe mich an. Passt auf euch auf, bleibt neugierig und kommt gern zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis bald.